Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen, beziehungsweise zu einem kleinen Technikvideo. Ihr seht es auf dem Tisch und habt es auch im Thumbnail gesehen, es geht heute abermals um die JG AUG, in meinem Fall jetzt um die A3 Kommando-Variante. Habe ich euch vor einiger Zeit, ich glaube es auch schon wieder fast ein halbes Jahr her, ein schönes Review drüber gemacht und fand ich zu dem Zeitpunkt, oder ist immer noch eigentlich die geilste AUG als SAEG, die man bekommt. Bedeutet, wer eine GBB haben will, klar, der greift zur GHK. Wer eine SAEG haben möchte, der greift zu der JG-Version von Begadi mit dem Polyamid-Schaft. Einfach die beste AUG out of the box. Es gibt dennoch ein paar Punkte, die man definitiv sicherlich noch ein bisschen optimieren kann. Keine Frage, vielleicht kein Must-Do, aber es gibt hier und da ein paar kleine Punkte. Und diese spreche ich heute mit euch einmal durch. Bedeutet, ihr habt es vielleicht mitbekommen, auch es gibt seit, keine Ahnung, 2-3 Monaten gibt es auch so eine Speed-Trigger-Platte, wo man den Abzug einstellen kann. Die hatte ich jetzt eben schon länger auf meinem Merkzettel bei Begadi. Die habe ich mir jetzt mitbestellt und unter anderem habe ich ebenfalls eine brandneue Hop-Up-Kammer bekommen. Bedeutet, Begadi hat auch für die AUG jetzt eine CNC-Hop-Up-Kammer. Bedeutet, die Plastik-Hop-Up-Kammer fliegt raus, die CNC-Unit kommt rein und wenn wir das Ding jetzt eh schon hinten rausziehen und aufmachen, dann machen wir vielleicht auch gleich die Gearbox bzw. die Gears auf dem 13.1er Gearset und dann sollte das Ding noch ein kleines bisschen geiler werden. Also Leute, macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Also Leute, dann fangen wir an. Erstmal mit dem Speed Trigger, beziehungsweise ein Trigger ist es ja in dem Sinne nicht, sondern das ist von Begadi so eine, ich nenne es jetzt mal Einstellplatte mit so Langlöchern. Ihr seht auch, habe ich vorhin schon mal verbaut gehabt, um das Ganze mal zu gucken, wie es eingebaut gehört und ob das alles funktioniert. Da könnt ihr quasi den Abzugsweg reduzieren über diese Langlöcher. Bedeutet, ihr könnt den Abzug weiter nach hinten stellen. Und damit das Ganze überhaupt möglich ist, liegt noch bei der Platte so ein CNC-gefräster Sicherungsschieber dabei. Bedeutet, den Original aus Plastik müsst ihr dann austauschen gegen den aus Alu. Denn wenn ihr den aus Plastik drin lasst, könnt ihr den Abzug nicht weiter hinterstellen. Bedeutet, wenn wir hier in der Sicherung sind, wird der Abzug sofort blockiert. Ihr müsst also zwingend den aus Alu einbauen, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, also schauen wir uns das Ganze mal an. Ich werde euch ebenfalls zeigen, wie man dieses Klicksystem deaktiviert. Denn natürlich eine AUG im internationalen Markt mit Semi- und Full-Auto hat natürlich so einen Two-Stage-Trigger, nenne ich es jetzt mal. Bedeutet, im vorderen Bereich feuert die Waffe halbautomatisch und wenn man dann ganz durchdrückt, über dieses Klicksystem drüber, schießt die Waffe im Regelfall Full-Auto. Bei uns in Deutschland natürlich nicht, da schießt das Ding halt nur Semi-Only. Und dementsprechend können wir uns aber den Abzug sehr weit hinterstellen und eben nur hinten dann Semi schießen. Hier wiederum stört mich persönlich aber dieses Klicken da innen drin oder dieser zusätzliche Widerstand im Abzug. Dementsprechend zeige ich euch, wie man das ebenfalls deaktiviert. Also ist recht simpel, wir müssen gar nicht so viel schrauben, bedeutet wir lösen erstmal hier vorne ganz normal den Hebel hier, Spannhebel bisschen zurück, Rohr bisschen kippen und einmal entfernen. So, dann können wir ebenfalls den Receiver runternehmen, Zerlegehebel, ich glaube in die Richtung, schauen wir mal, ja in die Richtung und dann ziehen wir ebenfalls den ganzen Receiver, das ganze obere Gehäuse aus der Schaftung raus. So, wenn wir jetzt von hier oben drauf schauen, sehen wir hier oben eigentlich unsere Abzugsfeder. Bedeutet, diese lange gespannte Feder hier, die ist für unseren Abzug zuständig. Und da seht ihr letztendlich, hier oben sind 4 Schräubchen drin. Diese 4 Schrauben müsst ihr nur lösen, wenn ihr ebenfalls dieses Klicksystem deaktivieren möchtet. Bedeutet im Regelfall, wenn ihr das Klicksystem beibehalten möchtet und möchtet nur den Speed Trigger oder diese Einstellplatte verbauen, dann müsst ihr letztendlich nur die beiden vorderen Schrauben lösen. So, und die braucht ihr auch wieder. Bedeutet, diese Speed-Trigger-Platte wird hier oben dann mit den Originalschrauben wieder befestigt. Also im Regelfall nur die 2 vorderen Schrauben, dann kommt hier einfach nur die Platte drauf. Und wie gesagt, hier könnt ihr dann eben den Abzugsweg, seht ihr, über die Platte, über diese Langlöcher, könnt ihr den Abzug weiter nach hinten stellen.
So, aber wie gesagt, dieses Klicksystem, das braucht man in Deutschland mit Semi-Only nicht wirklich. Und dementsprechend baue ich das auch noch raus. Hierfür lösen wir zunächst mal die Feder oben. Bedeutet mit einem kleinen Schlitz rein und die Feder versuchen hier vorne einmal auszuhaken und zu entfernen. So, und jetzt lösen wir eben die beiden hinteren Schrauben ebenfalls. So, und jetzt ist die ganze obere Platte hier locker. Jetzt müsst ihr aber nur aufpassen, diese zwei Hebel da unten drunter, welche für dieses Klicksystem verantwortlich sind, sind natürlich gefedert. Bedeutet, wenn ihr das irgendwann wieder zurückrüsten möchtet, passt ein bisschen auf, denn die springen sehr schnell raus und dann verliert man sie. Also, dann nehmen wir mal die Platte, heben wir mal die ganze Platte ein bisschen hoch und ziehen uns die ein bisschen nach vorne. So, und hier müsst ihr jetzt eben aufpassen, links und rechts quasi hier ein bisschen drauf drücken und die Platte eben nach vorne schieben. So, und genau so weit bis eben, so jetzt sieht man es, bis diese beiden Pinüppel hier rauskommen. So, und das ist letztendlich euer Klicksystem. Diese zwei Kunststoffteile, wo unten drunter eine kleine Feder ist. Wartet mal, so könnt ihr sehen. Die Teile hier sind für das Klicksystem. Und wie gesagt, würde ich auf sie, ja genau, Fall um. Auch nicht schlecht, dann fällt zumindest schon mal der andere Dinger hier raus. Bedeutet, die sind letztendlich für euer Klicksystem verantwortlich. So, und bei mir ist jetzt noch eine kleine Mutter rausgefallen und die gehört da unten drunter. Das heißt, die gehört da rein. So, jetzt da. Also sollte bei euch auch so eine Mutter rausfallen, wie bei mir gerade, dann einfach hier oben die Platte ganz nach vorne abziehen und dann könnt ihr da unten eben diese Muttern, wie gesagt, falls da eine rausfallen sollte, könnt ihr die wieder einlegen. So, und jetzt ist eben dieses Klicksystem deaktiviert. Wenn wir wollten, könnten wir vielleicht sogar hier an den Schieber jetzt noch ein kleines bisschen Fett auftragen, damit der Abzug noch ein bisschen mehr flutscht. Das machen wir. So, bedeutet, ich pinsel mir jetzt hier einfach mal auf diese Laufflächen, wo letztendlich dieser Abzug drauf läuft, einfach ein kleines bisschen Fett auf. Ich meine, Fett schadet nie, außer man übertreibt. So, schauen wir mal, vielleicht bringt es ja was. Also hier einfach ein kleines bisschen Fett drauf, auf diese Flächen. Und dann können wir, wie gesagt, einfach die Platte wieder installieren, ohne das Klicksystem. Schieben also einfach wieder hier von vorne einmal drunter, dass das Nut- und Federsystem passt. Schieben es weit genug zurück und sichern das Ganze mit den zwei hinteren Schrauben zunächst einmal. So, jetzt ist das Ganze schon mal gesichert, aber ihr seht, die Federspannung ist natürlich jetzt nicht mehr vorhanden, da die vordere Feder noch fehlt. Bedeutet, wir haben jetzt letztendlich nur die Federung hinten vom Abzugsgestänge drauf. Das ist ein bisschen arg wenig und dementsprechend wieder hergehen und einmal die Abzugsfeder hier vorne installieren. Haken wir uns da vorne ein. Und voilà, haben wir kein Klicksystem mehr und der Abzug läuft auch schön leichtgängig. Wenn ihr es noch leichter haben möchtet, könntet ihr vielleicht die Feder auch noch minimalst kleines bisschen dehnen, dass sie nicht so viel Zug hat. Aber wie gesagt, ich finde es so sehr angenehm. So, dann nehmen wir die Platte hierher, diese Speed-Trigger-Platte, stecken uns die hier vorne drauf und schrauben uns diese mit den beiden anderen Schrauben einmal fest. So, Abzug halte ich ein kleines bisschen gedrückt, damit die Langlöcher frei werden. Und die werde ich jetzt noch nicht ganz festziehen. Bedeutet, die schrauben jetzt erstmal leicht an. So, erstmal so, damit wir das Ganze noch weiterhin einstellen können bzw. verschieben können. So, und jetzt müssen wir nämlich hergehen und seitlich den originalen Sicherungshebel einmal entfernen. Den drücken wir uns also einfach auf irgendeiner Seite einmal raus. Müssen da aber aufpassen, dass wir innen drin diese Blattfeder nicht verlieren, dass die uns nicht rausspringt. Bedeutet, genau hier seitlich, könnt ihr es vielleicht sehen, hier ist so eine kleine Blattfeder drin. Und die muss in den Führungen drin bleiben natürlich. So, dann nehmen wir uns das Aluteil von Begadi, gehört so rum rein, also Sicherung vom Schützen aus auf der linken Seite und stopfen uns einfach diese einmal rein. Ach, passt schon, super. So, können wir gleich mal testen. Klick, klick. Jawohl, funktioniert einwandfrei. Sicherung. So, und jetzt könnt ihr es nämlich sehen, jetzt ist nämlich auf die Sicherung deutlich feiner eingestellt. Wenn ihr mal guckt, hier wäre jetzt quasi so semi und wenn wir jetzt die Sicherung reinhauen, dann wird das Ganze deutlich weiter hinten blockiert. Bedeutet, wir können jetzt auf der Sicherung, bedeutet die Waffe auf sicher lassen, können wir jetzt hergehen, drücken den Abzug leicht nach hinten, schieben uns die Platte
so weit hinter, bis er schön bündig ist und schrauben dann die Schrauben einmal fest, beziehungsweise ziehen uns die Schrauben einmal fest. So, halten wir uns am besten mal so fest. Müsst halt aufpassen, dass ihr in der Sicherung noch minimal ein kleines bisschen Luft drin habt. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen Luft ist noch vorhanden. So, Abzugsweg reduziert. So, Sicherung, gar kein Spiel mehr. Hier, das ist jetzt noch der Abzugsweg. Also quasi ein Herdtrigger, sicher. Das ist jetzt der Abzugsweg in der AUG. Das ist ziemlich geil, finde ich. Okay, so, das soll es mit dem Speed Trigger eigentlich schon gewesen sein. Wie gesagt, sehr, sehr einfach, sehr simpel, auch kostengünstig. Wer seinen Abzugsweg reduzieren möchte, natürlich problemlos möglich, aber natürlich auch nur, wenn ihr eine AUG habt mit einem, ja, mit diesem Begadi Core oder mit einem mechanischen EFCS-System. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, denn ihr müsst ja natürlich vom Weg her aufpassen, dass der Umlenker hinten in der Gearbox dann auf die Mikrotaste drückt, wenn ihr letztendlich hinten triggert. Wenn ihr das Ganze bei einem anderen System verbaut, bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Wahrscheinlich mit einem Titan oder so, ja, natürlich wird es auch funktionieren, bei anderen keine Ahnung. Aber wie gesagt, hier auf jeden Fall jetzt alles eingebaut und das sieht gut aus und deutlich, deutlich kürzer wie standardmäßig. So, und jetzt machen wir weiter mit der Hop-Up-Kammer. Dann lasst uns also weitermachen mit der Hop-Up-Kammer. Nehmen wir die Originale erstmal raus. Das werden die meisten wissen, habe ich glaube ich auch im Review gezeigt. Einmal seitlich an diesem Kunststoffrohr diese kleinen Schräubchen lösen, dabei die Hop-Up-Kammer ein bisschen nach innen reindrücken und halten letztendlich dann die Schräubchen raus und dann könnt ihr sie ganz normal nach hinten rausziehen, zusammen mit eurem Lauf. So, Hop-Up kann man ganz normal auseinandernehmen. Erst die Feder nach vorne runter, dann den C-Clip. Dann den C-Clip einmal lösen, den originalen. Hop auf 0 hochdrehen. Und dann einmal vorsichtig den Lauf mit dem Bucking aus der Kammer raus rotieren oder rausziehen, je nachdem wie es rausgeht. So, jetzt habe ich natürlich alles mit Fett voll geschmiert. Egal, machen wir später wieder runter. So, Originallauf lasse ich drin und Bucking ist auch noch gut, das lasse ich auch noch drin. Ist zwar ziemlich rau mittlerweile von der Oberfläche, aber das passt schon noch. Wie gesagt, lasse ich alles 1:1 drin. Was haben wir eigentlich hier? Lauflänge bei dem Gerät? 300, was hat denn das Ding? 336, glaube ich, müsste, na ne, Geschmarri, 330, 340 ungefähr. Gut, habe ich eh keinen Tuninglauf da, lassen wir original drin. So, dann brauchen wir die neue Hop-Up-Kammer. Das wird auch wieder in so einem schönen Päckchen hier geliefert, wie wir es von diesen Begadi Hop-Up-Kammern kennen. So ein ja, unscheinbarer weißer Karton. Begadi Orion für JGS 77 bzw. AUG, also AUG. So, im inneren Bereich auch nichts Besonderes wie üblich. Luftpolsterfolie, alles schön verpackt und sicher verpackt. Auspacken. Dann haben wir hier einmal wieder die Kammer und hier wieder ein Beutelchen mit einem Haufen Montagematerial. So, dann machen wir das Ding mal auf. So, das ist einmal die Hop-Up-Kammer. Sieht ähnlich eigentlich aus wie die Originale aus Kunststoff. Na, ein bisschen unten, hier weicht sie ein bisschen ab. Ja, und oben natürlich vom Tensioner weicht sie komplett ab. Bedeutet, auch hier hat man dann letztendlich wieder eine Rotary als TDC. Und bedeutet, man fährt mit dem Tensioner dann hier innen drin wieder hoch und runter letztendlich. Und drückt dementsprechend schön gerade ja, mit dem Tensioner aufs Bucking drauf. Okay, also Kammer sieht schon mal gut aus, auch von der Verarbeitung. Lass mich mal kurz reinlunzen. Das sieht auch gut aus alles. Schön entgradet. Das passt hier unten auch der Kugeleinlass schön glatt innen drin, kein Grat irgendwie dran. Ne, das ist von der Qualität wieder tipptopp. Einwandfrei. So, also Zubehör. Machen wir mal auf, gucken wir mal, was hier alles mit drin ist. Aber ich denke mal, das wird nichts anderes sein wie... Oh, ich sehe schon irgendwas. Moment. Wird vermutlich wieder identisch sein wie bei den meisten anderen Begadi Hop-Up-Kammern. Aber das Teil ist... Ach Gott, das ist der Feeding-Stutzen unten, oder? Der ist aus Alu. Ich beiß mal drauf, tatsächlich, der ist aus Alu. Okay. Der gehört, jetzt lasst mich mal gucken, der gehört da unten rein, ne?
Ja, guckt mal, ihr habt hier innen drin, habt ihr diesen komischen Plastik-Nupsi da. Wie gesagt, vielleicht ist der anders, müssen wir uns dann angucken. Aber auf jeden Fall ist hier bei der Hop-Up-Kammer ist hier einer dabei aus Aluminium, CNC gefertigt. Ob man den jetzt unbedingt braucht, weiß ich nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall reinbauen und ich werde es euch mal zeigen. So, dann Einstellrädchen, natürlich brauchen wir dann Lever, sind 2 Stück dabei. Auch wieder schön dran gedacht, finde ich gut für Leute, die weiterhin einen Gummitensioner verwenden wollen. Ist eben so ein extra Lever für Gummitensioner dabei und eben dann der flache, wenn man die Alu-Tensioner verwenden möchte. Ich werde wieder auf Alu gehen, das funktioniert mit den Tensionern. Aber wie gesagt, wenn ihr Gummitensioner bevorzugt, ist halt wieder ein extra Lever enthalten. Tipptopp. Ich brauche nicht, dementsprechend kommt meine direkt gleich in dieses kleine Beutelchen wieder rein. Also ich brauche dann den hier quasi, dann sind 2 C-Clips dabei, einer wieder auf Ersatz, legen wir uns auf die... Ach halt, nein, stopp! Stopp, da war in der E-Mail was drin gestanden, die sind anders. Ja, okay, verstehe ich. Muss ich euch dann im Detail oder in der Nahaufnahme zeigen, die beiden C-Clips sind nicht gleich, die hier enthalten sind, sondern bei der einen Variante sitzen diese Arretierungsflächen für den Inner oder für den Lauf sitzen hier ein bisschen weiter hinten und hier bei dem sitzen sie ein bisschen weiter vorne. Kommt vermutlich auch wieder ein bisschen darauf an, was für einen Lauf habt ihr. Habt ihr irgendwelche Tuningläufe? Weicht das Maß ein bisschen ab? Dann sind hier auf jeden Fall 2 C-Clips enthalten und ihr müsst halt gucken, welche für euren Lauf passt. Wie gesagt, das sprechen wir später nochmal bei der Montage mit an. Da versuche ich euch das ein bisschen näher zu bringen. Ich lasse auf jeden Fall mal beide da liegen. So, dann wieder so eine Hülse vorne drüber. O-Ring gehört wahrscheinlich da dazu. Und einmal die Alu-Tensioner. Natürlich auch hier wieder für 7 mm und für 5 mm, wie man es mittlerweile von diesen Begadi Hop-Up-Kammern kennt. Ist eine AUG, brauche ich jetzt nicht unbedingt 0,45 drin spielen, brauche ich nicht auch unbedingt jetzt ein 7 mm System. Aber wie gesagt, wer auf ein 7 mm System gehen möchte, ja, ein passender Tensioner wäre enthalten. Wie gesagt, ich für meinen Teil lasse das Standard-Bucking drin, den Standardlauf und dementsprechend brauche ich den 5 mm Tensioner, also den etwas kürzeren. Den hier und dann sind wieder so Gummis dabei, rot und schwarz. Schwarz ist wieder weich, ja, schwarz ist weich, rot ist dann härter und da brauchen wir einen. Ja, da brauchen wir einen. Bedeutet, die anderen Gummis, die da dabei sind, auch hier wieder als Ersatz. Oder wenn ihr doch ein bisschen härter gehen wollt, einfach wieder ins Beutel mit rein, wenn ihr mal einen benötigt. So, und letztendlich nur noch diese kleine Schraube, die ist dann wieder später für den Lever. Okay, so, Bucking ist bei mir noch geschmiert. Das mache ich vielleicht hier oben mal an der Patchfläche. Mal ein bisschen trocken oder ein bisschen sauber. So, und dann stecken wir uns das Ganze einfach mal in die Hop-Up-Kammer rein. So, einmal rein mit dem ganzen Zeug. Und hier halt wieder aufpassen. Es geht ein bisschen straff, also ihr solltet vielleicht außen aufs Bucking ein kleines bisschen Silikonöl drauf schmieren oder Silikonfett. Wie gesagt, ganz trocken lassen, werdet ihr euch vermutlich ein bisschen plagen, das Ganze zu installieren. So, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo ich euch das jetzt mit diesen C-Clips ein bisschen besser erklären kann. So, bedeutet, ich richte es erstmal nochmal schön aus. Das sieht ganz gut aus, müssen wir uns dann anschauen, wenn der Tensioner drin ist. Aber wenn ihr jetzt hier mal herschaut, ihr nehmt euch jetzt mal diese Kante hinten von der Hop-Up-Kammer und vergleicht diese wiederum mit der Kante von der Laufarretierung. Und dann werdet ihr feststellen bei dem Original JG-Lauf, dass hier ein kleiner Versatz drin ist. Bedeutet, das ist nicht bündig. Würdet ihr jetzt den falschen Tensioner verwenden, dann müsstet ihr den gesamten Lauf so arg nach hinten quetschen quasi, dass im hinteren Bereich eure Dichtlippe vom Bucking gestaucht wird, enger wird und dadurch die Kugel drin hängen bleibt und die Nozzle vermutlich die Kugel nicht durchdrücken kann. Dann bekommt ihr Probleme, dann bekommt ihr keine Energie drauf, die Kugel wird gebremst, die Kugel fällt euch nach 5 Meter auf den Boden und die ganze Knifte wird ganz, ganz komische Geräusche machen. Bedeutet, hier wiederum, wenn man jetzt den Original JG-Lauf weiter verwenden möchte, so wie es ich mache, dann müssen wir aufpassen, dass wir den C-Clip nehmen,
der eben auch diesen kleinen Versatz hinten drin hat. So, und ich weiß, das kann man jetzt wahrscheinlich vor der Kamera ziemlich bescheiden sehen, aber wenn ihr euch den hier anschaut, ich drehe es vielleicht ein bisschen, der hat hier so einen ganz leichten Versatz. Ich weiß jetzt nicht, wie tief das ist, aber hier ist ein Versatz drin und der andere C-Clip ist hinten komplett blank oder plan sozusagen. So, bedeutet, wenn ihr einen Tuning-Lauf habt oder einen anderen Lauf habt, der quasi, wenn ihr ihn ganz normal reinschiebt, der hier dann bündig ist, dann wiederum braucht ihr den C-Clip, der hinten plan ist. Verwendet ihr weiterhin den Original JG-Lauf oder habt ihr irgendeinen anderen Lauf, wo auch hier so dieser Versatz ist, dann verwendet ihr halt den C-Clip mit diesem, ja, der halt da hinten ein bisschen abgestuft ist. So, bedeutet, ich nehme den hier eben her und den anderen, den packe ich mir gleich wieder ins Tütchen rein, denn den brauche ich für mich nicht. Wie gesagt, aufpassen, wenn das einbaut, achtet darauf, nicht den Lauf mit zu viel Gewalt nach hinten drücken. So, und das gilt übrigens für alle Hop-Up-Kammern, ne? Ist logisch, nicht nur jetzt für die hier. So, und dann klicken wir das da rein, richten es ein bisschen aus, klick, klick, und schon ist der Lauf sauber drin. Und der C-Clip, der passt halt wieder aufs Zehntel genau. Also wirklich, der sitzt hervorragend wieder drin. Tippitoppi, so wünscht man sich das. So, das sieht gut aus. Dann auch wieder die kleine Aluhülse von vorne über den Lauf drüber. In der Hop-Up-Kammer einmal ein bisschen reindrücken oder ein bisschen reinquetschen das Ganze. Okay, dann können wir im hinteren Bereich weitermachen. Da brauchen wir jetzt den einen O-Ring und unser Einstellrädchen. Bedeutet, wir knallen uns da hinten einfach den O-Ring in diese Nut rein. Einmal hier rein. So, und dann kommt das Einstellrädchen drüber und, nee, wartet mal, Geschmarri, oder? Das geht ja gar nicht. Ah, gut, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin ein bisschen dumm. Wir machen den O-Ring nochmal runter, denn der kommt später drüber. Ja, jetzt müsste es gehen. Ja, genau. Also erstes Rädchen drauf und dann den O-Ring drüber ziehen. So, und dann ziehen wir uns das sauber in die Nut einmal rein. Und schon ist das Einstellrädchen einmal verbaut. So, das läuft sauber und es läuft auch schön angenehm straff, muss ich sagen. Das passt einwandfrei. Nö, sieht gut aus. Schön rein, ja, schön wie sagt man dazu? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall von der Oberfläche schön grob, dass man hier einen schönen Halt hat vom Finger her, damit man hier das Ganze einstellen kann. Dann hat man auch hier seitlich wieder so einen Indikator oder so einen Pfeil drauf. Bedeutet, hier könnt ihr den sehen. Bedeutet, ihr seht dann auch automatisch gleich wieder, wo seid ihr mit eurem Hop letztendlich. Das ist immer ganz cool, wenn ihr einen Lauf mal durchputzt und ihr nehmt einen Hop raus, schraubt das Ganze auf 0. Dann finde ich so eine Skala immer sehr hilfreich, weil dann muss man nicht wieder anfangen und sich wieder komplett rantasten, sondern man hat schon mal so die grobe Richtung. Also quasi auf 0 drehen, dann Lauf alles reinigen und dann weiß ich zum Beispiel, gut, mein Hop kommt irgendwo, weiß der Geier was, vielleicht bei 5 oder bei 6, dann drehe ich es einfach dahin und muss dann nur noch ganz minimale Justierungen machen, um mein Hop wieder letztendlich zu haben. Also auch hier wieder mitgedacht, finde ich einwandfrei. So, dann muss letztendlich nur noch der Tensioner rein. Wie gesagt, hier Originallauf, Original Bucking, was drin ist, dieses Fly von Begadi. Dementsprechend brauche ich den 5 mm Alu-Tensioner. So, und der muss, wie rum muss der rein? Der ist wieder nicht mittig, ne? Ich glaube so rum. Also wenn ihr euch den mal anschaut, der ist hier vorne, ist hier die Kante quasi ein kleines bisschen länger. Da hinten ist es ein kleines bisschen kürzer. Und ich meine, die müssen immer so rein, die lange Fläche nach vorne, damit man nicht auf den Lauf drauf drückt. Quasi so rum hier oben dann einmal rein. Ach so, halt den Gummi brauchen, ne? Hier das Gummiteil da noch reinstopfen, den kleinen. Ich verwende wieder den schwarzen. Bei allen Begadi Hop-Up-Kammern, die ich bis jetzt verbaut habe. Ich habe immer die schwarzen Gummis, also die weichen genommen. Ich finde, ja, macht relativ wenig Unterschied. Nur der Hop mit dem roten, mit dem harten, wird noch ein bisschen aggressiver zum Einstellen. Mit dem weichen Gummi kann man ruhig ein bisschen gröber zur Sache gehen vom Einstellen her. So, also wie gesagt, dann wieder aufpassen, wie rum. Lange freie Fläche nach vorne, bedeutet in meinem Fall so rum. Und dann schauen wir mal, ob das Ding da reinpasst. Jawohl, sitzt einwandfrei wieder drin.
Schauen wir mal, was haben wir da? Na gut, Spiel haben wir dann keins mehr links und rechts, weil da kommt ja von oben noch der Arm drauf, aber vor, zurück. Gar kein Spiel. Ach, ist ja auch geil. Ah, das bewegt sich wieder astrein. Also das ist wirklich von der Toleranz her wirklich klasse gemacht. Könnt ihr das sehen? Das Ding sitzt da also wirklich wieder perfekt drin. Hervorragend, klasse. Okay, so, Lever rein oder Arm rein und das Ganze festschrauben. Drehen wir vielleicht mal auf, sind wir schon auf 1 vielleicht runter. Dann den Arm einmal rein. So, der muss jetzt da hinten irgendwie in den Helix reingreifen. Hätten wir vielleicht das Rädchen danach installieren müssen? Nee, das kriegen wir so hin. So, jawohl. So, absenken und dann die Schraube rein. Von der Seite? Ja, von der Seite. Okay, Schraube einmal leicht handfest anziehen. So, und schon ist die Hop-Up-Kammer fertig montiert. So, jetzt ganz wichtig, einmal testen. Bedeutet, wir drehen sie einmal ein bisschen, schauen, dass es alles super fein sich einstellen lässt. Das funktioniert schon wieder mega. Achtet mal hier beim Einstellen, wenn ich drehe, achtet mal hier auf den Abstand, wie weit quasi der Tensioner runterfährt, wenn ich drehe. Seht ihr das, wie fein das abgestuft ist? Das ist schon mega. So, jetzt sind wir gleich auf Anschlag. Ja, genau. 11,5. Gut, auf 12 ist markiert, aber 11,5 ungefähr ist Anschlag. Und jetzt ist der Tensioner vollständig runtergefahren. Also hier wird wirklich diese kleine Hub, nenne ich es jetzt einfach mal, oder diese kleine Bewegung in sehr viel Rotation umgesetzt sozusagen. Also ihr dreht wirklich, ja, könnt da ruhig mal eine komplette Stufe weiter oder 2 Stufen weiter sogar, ohne dass jetzt der Tensioner brutal viel Weg zurücklegt und dadurch der Hop sehr aggressiv zum Einstellen geht und ihr unheimlich fein danach justieren müsst und wieder ein kleines Witzelchen. Also ich denke mal, bei der Hop-Up-Kammer wird es ein bisschen dankbarer sein zum Einstellen. Werde ich euch dann morgen mitteilen, wenn ich das Ding mal geschossen habe. So, was ich jetzt aber noch kontrollieren möchte, ich drehe es jetzt mal auf Anschlag. Schau mal von hinten einmal durch ins Licht rein und guck, ob meine Patchfläche wirklich schon gerade runterfährt. Nicht irgendwie, dass sie verkantet oder so. Und das sieht sehr gut aus und auch von der Hub, vom Weg her, hängt sie jetzt ungefähr so 0,8 mm im Lauf drin. Das ist natürlich viel zu viel wahrscheinlich. Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich so 0,32 oder 0,36. Und die werden wir irgendwo so bei 5 oder 6 hoppen können. Vielleicht bei 6. Lass mich mal noch reingucken. Das war schon ein bisschen wenig. Okay, ich revidiere so zwischen 7 und 8 ungefähr. Okay, so. Drehen wir es nochmal auf 0 für die Installation dann später. Dann können wir das ganze Ding wieder installieren. Bedeutet einfach in den Outer wieder reinstopfen. Schön nach vorne. Ach halt, die Feder brauchen wir. Ach Mist. Okay, doch nicht. Wir nehmen es nochmal raus. Verbauen erst die Feder. Und dann stülpen wir das Ganze in den Outer rein. Genau, weil jetzt kommt hier nämlich auch ordentlich Zug drauf. Dann halten wir uns das hier ein bisschen fest. Und installieren die beiden Schräubchen wieder. Okay, kann sauber federn. Sitzt hervorragend drin. Also auch hier, obwohl das Ganze ja eigentlich nur in so einer Kunststoffaufnahme drin sitzt, wirklich perfekt. Also selbst wenn ich hier versuche, die Hop-Up-Kammer zu rotieren, sitzt perfekt. Also richtig, richtig gut. Auch deutlich straffer wie die Originale von JG. Die ging ein kleines bisschen, ein bisschen leichtgängiger. Also hier kommt ein bisschen mehr Zug auf die Gearbox wahrscheinlich drauf. So, okay, das soll es nicht gewesen sein, denn jetzt verbauen wir dieses Ding hier, diesen Feeding-Kanal, nenne ich es jetzt einfach mal, den verbauen wir jetzt auch noch. Um den reinzubekommen, müssen wir erstmal die Gearbox rausmachen. Bedeutet, wie üblich oder wie ihr das wahrscheinlich kennt, hinten drin erstmal die Schaftkappe abziehen und dann hinten drin im oberen Bereich innen drin die zwei Linsenkopfschrauben mit dem Flansch lösen. Eine links, eine rechts. Haben wir die beiden Schrauben gelöst, könnten wir jetzt direkt hinten diese Plastikabdeckung rausnehmen. Das ist aber ein bisschen gefummelig, ein bisschen Gefummel.
Dementsprechend empfehle ich euch, dass ihr die beiden Schlitzschrauben hier unten am Schaft und oben am Schaft ebenfalls löst. Nicht wundern, die drehen durch, denn das auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Mutter drauf. So, bedeutet die beiden Schrauben, die machen wir einmal lose und nehmen sie vielleicht auch einmal raus. Denn jetzt haben wir den Vorteil, dass wir den gesamten Receiver ein bisschen auseinander drücken können quasi. Bedeutet, er ist hier wirklich nur hier hinten geschraubt. Und hier vorne ist so ein kleiner Stift drin, hier so ein kleiner Stift drin. Das, ja, die Stifte stören aber nicht, denn ihr könnt ganz normal jetzt hier unten den ganzen Receiver ein bisschen auseinanderziehen. Und dann bekommt ihr nämlich auch die Gearbox deutlich leichter raus. So, seht ihr? So langt schon so ein Zentimeter oder so. So, und dann bekommt ihr nämlich das Teil da hinten mega simpel raus. Und ebenfalls die gesamte Gearbox lässt sich mit aufgeklappten Receiver ebenfalls leichter entfernen. Drücken wir vielleicht von vorne mal. So, die muss nämlich nur da hinten mit dem Motor einmal drüber rutschen. So, und dann kann man sie im Regelfall nach hinten einmal rausziehen. Ja, wo hängt's? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt draußen. So, Gearbox einmal raus. So, und jetzt brauchen wir eben dieses komische Teil da unten drin. Also das hier, was jetzt, wenn ihr die Gearbox draußen habt, seht ihr, das könnt ihr schieben. So, und das muss jetzt irgendwie raus. Kriege ich das einfach raus nach hinten? Ne, jetzt hängt's. Ah, okay. Ganz einfach. Also auch hier, um das rauszubekommen hier innen drin, das läuft links und rechts einfach nur in so einer Führung drin und wird aber am Ende nochmal ein kleines bisschen blockiert, damit es nicht ganz rausrutscht. Dann auch einfach hergehen, hier unten den Receiver ein bisschen auseinanderziehen, auch wieder so 1 Zentimeter ungefähr, und dann könnt ihr es innen drin aus der Schiene quasi ein bisschen rauskippen und nach hinten einfach rausziehen. So, und da drin sind jetzt 2 Schräubchen, die lösen wir einmal. So, einmal die Schraube weg, einmal die Schraube weg. So, und da ist nämlich jetzt das Originalteil. Und wie gesagt, das ist aus Plastik und oh, das sieht bei mir sogar schon ein bisschen abgenudelt aus. Da, also das ist das Originalteil, dieser Feeding-Stutzen. Und das ist jetzt der von Begadi, der dabei war. Und die sehen eigentlich ziemlich identisch. Nee, der ist länger. Ah, wartet. Machen wir es richtig. So, das ist der Originale. Der hat bei mir 16,5 mm aus Kunststoff. Und der, was jetzt bei der Hop-Up-Kammer dabei war von Begadi, hat noch 16,6. Also das ist nicht so viel Unterschied. Ein Zehntel, wow. 16,6 und nicht 16,5 und 16,6. Ein Zehntel länger. Gut, macht jetzt wahrscheinlich im Bock nicht fett. Ich denke mal, auch der Durchmesser wird gleich sein, oder? 9. Und der Originale, was hat der? 9,905. Also nix. Also die sind nahezu identisch. Ich denke aber mal, dass der hier wahrscheinlich unten vom Flansch her oder von dieser Phase ein bisschen anders ist und dadurch die Magazine vielleicht ein bisschen besser öffnen oder sowas. Achso, ich habe noch BBs drin, das ist aber schlecht. Naja, schauen wir uns dann an, wenn es verbaut ist. Auf jeden Fall, ich nehme den her, denn der ist letztlich im Paket enthalten. Dementsprechend Feder wieder drauf. Stopfen wir uns das Ding da rein und machen einmal diese Abdeckung wieder von oben drauf. So, und dann die Schräubchen leicht zudrehen. Passt halt auf, ist halt nur ABS, ne? Also handfest ausreichend, nicht irgendwie ja, zu arg zudrehen. Sonst hattet ihr da mal ein ABS-Kunststoffgewinde. So, okay, jetzt sitzt das Ding da drin und kann hier federn, okay. Ja, okay. Wie gesagt, müssen wir uns angucken. Auf jeden Fall, das Ding aus Alu ist dabei. Wird natürlich länger halten, ja, wie das Originalteil. Ob es vom Feeding her einen Unterschied macht, weiß ich aktuell noch nicht. So, dann wieder reinbauen. Bedeutet, ich klappe jetzt hier auch wieder den Receiver ein bisschen auseinander. Quasi auch wieder so circa 1 Zentimeter oder 15 mm. Und dann schiebe ich das Teil einfach da wieder innen drin in diese Führungen rein. Wie gesagt, wenn ihr es einmal auseinandergebaut habt, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Da ist einfach so ein Schienensystem drin und da klippst du das Ding einfach rein und dann ist das Ding da wieder drin letztendlich und wird dann über die Gearbox letztendlich später gesichert.
Gut, das soll's mit der Hop-Up-Kammer auch gewesen sein. Ich mache jetzt erstmal weiter mit der Gearbox. Kommen wir also zur Gearbox. Da habe ich jetzt letztendlich heute nur noch andere Gears reingemacht. Ich habe eigentlich Standard JG-Gears noch drin gehabt mit 18:1. Zylinderset und Pisten habe ich aber schon ein bisschen länger getauscht. So, wie gesagt, es sind Gears getauscht gerade und eingeschimmt. Es ist weiterhin wie eigentlich üblich bei meinen Knöpfen ein 13:1er Gearset von Begadi, so ein Silverline Gearset, natürlich mit einem 16 Zahn Sektor Gear. Also komplett volle 16 Zähne, da wir einfach natürlich in der AUG sehr viel Volumen haben und dieses auch nutzen möchten. Kombinieren tue ich das Ganze aber heute nicht mit dem 19K, sondern da habe ich mir mal diesen 28K besorgt. Das müsste rein theoretisch auch noch hinhauen. 28K mit 13:1. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. Ansonsten muss ich mir halt nochmal irgendwie 19K in den nächsten Wochen oder Monaten einmal bestellen und nochmal kurz tauschen. Geht ja Gott sei Dank bei der AUG sehr, sehr zügig, muss man sagen. Also wie gesagt, ein 28K mal zum Testen. Mal schauen, wie sich das System verhält in Kombination von einem 13:1 Gearset. Vom Shimming, oh, jetzt weiß ich, ich kann es euch vielleicht mal ungefähr durchgeben, was ich jetzt geschimmt habe. Bevel unten sind 0,7, also eine Shim mit 0,7. Oben drauf müssten es 0,5 sein. Wartet mal, ich schaue lieber noch mal genau nach. Das ist auf jeden Fall eine 0,1er und unten drunter 0,3er, also 0,4 oben. Und 0,7 unten, 0,7 unten, ja, und 0,4 oben. Spurgear habe ich dann unten mit 0,5 und im oberen Bereich mit 0,6 geschimmt. Bedeutet auch hier eine 0,5er plus eine 0,1er sind 0,6. Und das Sektor unten mit 0,5 mm. Und das Core dann ein bisschen hochgesetzt. Bedeutet hier unter das Core oder den Mikrotaster habe ich eine 0,4er Shim drunter gelegt, damit ich mit dem Mikrotaster ein bisschen höher komme. Und dann, wie gesagt, 0,5 mm unten und oben 1 mm. Also 2 Shims letztendlich, beziehungsweise es sind bei mir sogar 3 Shims. Ne, es sind 2, eine 0,7 und eine 0,3, also 1 mm. Und natürlich alles sauber eingestellt, Bevel to Pinion. So, dann vom Zylinderset bleibt der Original-Standard-Zylinder bleibt drin von JG. Müsst halt wieder aufpassen mit dieser Kerbe hier. Wenn ihr einen anderen Zylinder mal benötigen solltet, aufpassen, JG-Gearboxen haben da so einen komischen Nüpsel auf der Seite dran. Der könnte gegebenenfalls wegfallen bei euch. Dann ganz normale Begadi Redux-Pisten, Standard Begadi Pisten-Head. Ist das sogar Standard, glaube ich? Weiß ich gar nicht. Und dann Begadi Zylinder-Head V3 mit einer Begadi-Nozzle mit 25 mm. Und die ist natürlich immer noch vom Review damals drin. Habe ich euch ja angesprochen damals, JG verbaut hier standardmäßig bei der AUG eine extrem lange Nozzle und dadurch kann es ziemlich zügig zu Feeding-Problemen kommen. Habe ich damals schon ausgetauscht und bleibt natürlich weiterhin 25 mm drin verbaut. Was wir uns jetzt im zusammengebauten Zustand mal noch kurz anschauen können, diese neue Hop-Up-Kammer in Bezug auf die Nozzle-Länge, ob das Ganze zusammenpasst. Also schauen wir uns das Ganze mal noch an. Hop-Up-Kammer haben wir ja vorhin schon zusammen installiert. Jetzt schaue ich bloß, wie ich das am besten drehe, dass wir uns das anschauen können. Vielleicht Hop-Up-Kammer nach oben, das sieht ganz gut aus. Schauen wir mal, 25 mm Nozzle. Das müsste perfekt passen eigentlich. Ja, schaut mal. Kleines bisschen drückt die Tableplate noch. Also wenn es pressiert, könnte man vielleicht sogar noch mit der Nozzle nochmal um 0,1 oder 0,2 weiter runter gehen, aber ich denke, das haut locker hin. Also weiterhin ja 25 mm oder vielleicht sogar die Originallänge. Ich weiß nur nicht auswendig, was das waren. Ich glaube 25,4 oder so waren das damals. Aber wie gesagt, ich denke so 25 mm lang perfekt. Lasse ich so drin, bauen wir alles zusammen. Dann lade ich mal noch ein paar Akkus für morgen und dann sehen wir uns abschließend zu einer kleinen Zusammenfassung.
So Leute, 2 Wochen später, ich werde das Video jetzt weitermachen oder finalisieren, denn es gab leider ein paar kleine Probleme. Auch der Jahreswechsel war jetzt zwischendurch und zwar folgender Punkt. Ich hatte dann einen Tag später, nachdem ich euch die ersten Aufnahmen mit dem Einbau gemacht habe, habe ich dann die AUG eingepackt, habe mir Akkus eingepackt, Magazine meine beiden, bin dann zu uns in die Halle gefahren, habe ein paar Schuss rausgebölfert. Und dann gingen die Probleme los. Bedeutet am Anfang das erste Magazin hergenommen, 0,3er rein, lief eigentlich recht gut. Bedeutet auf die Gesamtmenge der BBs, 120, hatte ich, wenn es hochkommt, vielleicht 2 oder 3 Leerschüsse drin. Also das war vollkommen in Ordnung. So, das habe ich euch aber auch damals schon gesagt im Review, dass JG in der AUG standardmäßig einfach eine viel zu lange Nozzle verbaut. Und ich dementsprechend eine 25 mm Nozzle reingebaut habe, um einfach das Feeding zu verbessern. Dann hatte ich zum Zeitpunkt aber des Reviews gar keine Probleme mehr. So, und jetzt haben aber diese Probleme wieder angefangen. Bedeutet auch jetzt mit dem Magazin, wie gesagt, es ging einigermaßen, aber immer wieder so 2, 3 Leerschüsse bei 120 Schuss. Das zweite Magazin, was ich dabei hatte, was bei der Waffe dabei war, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das Ding hat nicht mal 0,2 Gramm BBs einständig gefeedet. So, und jetzt dachte ich mir, okay, Mist, was soll das Ganze? Das müssen wir uns jetzt echt mal angucken. Da bin ich also wieder heimgefahren, habe das ganze Ding wieder ausgebaut, habe dann auch die Original-Hop-Up-Kammer nochmal reingebaut, um das Ganze ein bisschen miteinander vergleichen zu können, habe ein bisschen ausgemessen und rumgeguckt. Es war genauso. Bedeutet auch mit der Original-HU, wo ich die wieder drin hatte, hatte ich exakt die gleichen Feeding-Probleme mit den beiden Magazinen wie auch in der Halle. Bedeutet ein Magazin mit 0,3ern in Ordnung, das andere hat mit 0,3 gar nicht gefeedet und selbst mit 0,2, ja, so Pi mal Daumen hin und wieder mal. Also das war alles andere als gut. So, dann habe ich natürlich gleich an Begadi eine E-Mail rausgehauen, ob denen irgendwas bekannt ist, ob ich irgendwas kontrollieren soll, ob das vielleicht irgendwie mit der Hop-Up-Kammer zusammenhängen kann, ob ich irgendwas vielleicht falsch zusammengebaut habe. Dann haben sie gemeint, nein, das ist nicht der Fall, sondern die Magazinfedern von den AUG-Magazine sind standardmäßig einfach sehr, sehr schwach und überhaupt nicht eigentlich für 0,3 geeignet. Also auch Begadi schreibt zu mir, sie haben häufiger Probleme mit den Magazinen und haben sogar bei JG bereits bessere Magazine oder geupdatete Magazine in Auftrag gegeben. So, das bringt mir jetzt natürlich zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt nichts, denn ich muss das Ding ja irgendwie zum Laufen bekommen. So, dementsprechend bin ich jetzt hergegangen, habe ein altes Lonex-Magazin, M4-Magazin auseinandergerupft und habe entsprechend einfach die Feder von dem Lonex-Magazin in das AUG-Magazin reingestopft, welches nicht funktioniert hat. Das ist relativ simpel, das zeige ich euch mal ganz kurz. Ihr könnt auch gucken, wenn ihr die verbessern wollt, die Federn innen drin, dass ihr so Magazinfedern einfach in der vollen Länge irgendwo als Ersatz findet. Da schaut ihr, dass so ungefähr so eine Feder findet mit einem Meter, dann könnt ihr die ganze Feder mit einem Meter Länge komplett in das Magazin reinstopfen. Ja, natürlich, die Feder ist ein bisschen länger dann wie die Originale. Ihr werdet so circa vielleicht 10 Schuss weniger reinbekommen. Aber hey, dann feedet das Ding wenigstens und wir haben immer noch 110 Schuss drin. So, also wir machen unten die Schraube weg, dann ziehen wir die Bodenkappe ab und dann könnt ihr das ganze Ding, das ganze Inlay nach oben einfach rausziehen. So, und wenn das jetzt umdreht, dann habt ihr hier seitlich letztendlich den Spring Guide und die Feder drin. Da braucht ihr einen kleinen Schlitzschraubendreher. Und mit diesem könnt ihr dann letztendlich die Originalfeder und auch den Spring Guide nach oben einmal rauspopeln. Passt ein bisschen auf, ja genau, der springt gerne in der Gegend rum. So, der hier, also ein bisschen aufpassen, wie gesagt, der verabschiedet sich gerne. Und dann zieht ihr diese ganze Feder, zieht ihr die einfach komplett einmal raus. Wartet, ich mach's vielleicht mal. Zieht die komplett einmal raus, macht vorne den Follower runter. Und dann nehmt ihr eben eine bessere Feder. Das seht ihr auch, die ist ultra lasch. Die hat gar keine richtige Power drauf, irgendwie diese Original-JG-Feder. Und wenn man sich dann mal eine Feder anschaut von einem Lonex-Magazin, wie gesagt, die ist ein bisschen länger. Und die ist aber auch von den Windungen selbst her, ist die deutlich straffer. Bedeutet, die hat circa geschätzt 30 bis 40% mehr Power. Jetzt könnt ihr hergehen, könnt es einfach da vorne drauf stopfen. Wenn ihr den Original-Follower verwenden wollt, müsst ihr halt vorne die Windungen noch ein kleines bisschen zusammenbiegen. Bedeutet, ich bin dann einfach mit der Spitzzange hergegangen, habe die Windungen vorne ein bisschen zusammengebogen, damit der Original-Follower wieder drauf passt. Oder aber ihr nehmt direkt den Follower von dem Lonex-Magazin oder von dem Magazin, welches ihr halt demontiert habt und stopft dann entsprechend diesen rein. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier noch einen übrig.
Den nehme ich jetzt einfach her, stopfe mir den rein und dann einfach schön die Feder hinterher stopfen. Und wie gesagt, dann feeden die Magazine wirklich perfekt. Also da wird es echt mal Zeit, dass JG eben eine deutlich stärkere Feder in ihren Midcaps-Magazinen verwendet. So, dann waren also die Probleme letztendlich mit dem Magazin behoben. Ich habe wieder alles eingepackt, bin wieder in die Halle gefahren und siehe da, das Ding performt einfach perfekt. Bedeutet gerade im Vergleich zur Original-Hop-Up-Kammer Weltenunterschied. Ihr könnt den Hop auch im Vergleich gerade zu den anderen Begadi Hop-Up-Kammern, zu der Neptune zum Beispiel oder auch zu der AK-Kammer, zu dieser Nebo, ihr könnt die Auge-Unit, finde ich zumindest, noch feiner einstellen. Bedeutet, der Weg, den ihr zurücklegt mit dem Tensioner pro Einstellposition, ist bei der AUG sehr, sehr gering. Und das hat Begadi echt geil umgesetzt. Auch keine Probleme irgendwie, dass die Kammer wegrutscht, dass sie rotiert oder sowas. Und sie lässt sich hier innen drin einfach super einstellen. Ihr seht übrigens auch vom Testschießen her, 0,3 Gramm bin ich auf Stufe ungefähr so 6 gewesen. Zwischen 5 und Stufe 6 bei 0,3 Gramm. Und ihr könnt dann aber auch noch hochdrehen. Ihr könnt noch deutlich mehr Druck drauf geben. Schaut euch das mal an, bis Stufe 11 letztendlich, zwischen 11 und 12. Und könnt dann hier innen drin den Hop einfach richtig schön präzise und fein einstellen. Und was ihr jetzt dann gleich auch sehen werdet, oder habe ich es vielleicht schon eingeblendet? Nein, ich mache es dann gleich noch. Ich blende euch jetzt dann gleich auch noch den Chronotest ein mit der neuen Hop-Up-Kammer. 1 Meter Differenz und mit einer 110er Feder knapp 1,8 Joule. Also auch von der Dichtung her oder Übergang Nozzle zur Kammer oder zum Bucking sogar etwas besser im Vergleich zu der Original-Hop-Up-Kammer. Also auch hier bekommt man sehr viel Energie und eine sehr konstante Energie letztendlich raus. Nur eben aufpassen, falls es jemand überseppt haben solltet. Ich würde euch immer noch weiterhin eine 25 mm Nozzle empfehlen. Die JG-Nozzle mit 25,4 finde ich persönlich einfach viel zu lang. Und selbst mit der Hop-Up-Kammer, wir haben es uns angeschaut, ich habe sie vorne dagegen gedrückt. Ich finde 25 mm ist dafür perfekt geeignet. Also wie gesagt, wer das Maximum aus seiner AOG oder aus seiner JG AUG rausholen möchte und nochmal Geld investieren möchte, ja, hat eben jetzt hierzu natürlich die Möglichkeit über diese CNC-gefertigte Hop-Up-Kammer. Gut Leute, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Lasst uns jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung machen von dem System, wie es jetzt letztendlich ist. Bedeutet neue Hop-Up-Kammer drin, diese Speed-Trigger, die Gears, die Gearbox ein bisschen und eben halt die Magazine. Bedeutet für alle, die keine Zeit haben, um sich das Video komplett anzuschauen, einfach nochmal so ein kleines, kompaktes Rundum-Paket. So, diesen Speed-Trigger möchte ich es gar nicht nennen, aber diese Idee von Begadi, dass man jetzt den Abzug quasi über Langlöcher einstellen kann, finde ich genial, gerade im Vergleich oder gerade in Kombination natürlich mit dem Begadi Core EFC-System, wo ihr eben einen kleinen Mikroschalter habt. Bedeutet, ihr könnt den Abzug jetzt schön weit hinterstellen. Ich habe es euch gezeigt, ihr könnt dieses Klicksystem rausbauen, braucht ihr nicht letztendlich, da das Ding eh nur Semi-Only schießt. Könnt den Abzug schön hinterstellen, seid direkt in der Sicherung ohne Spiel und zieht das Ding vielleicht um 3 mm und ihr könnt letztendlich genauso schnell triggern wie mit einer AR-15 oder halt mit einem M4-System. Also das finde ich geil. Dementsprechend der Abzug deutlich optimiert und die Platte, ich weiß gar nicht, was sie gekostet hat, ein paar Euro. Also wer eine AOG hat und den Abzug eben verbessern möchte oder kürzer haben möchte, nimm mit, das Ding ist gleich eingebaut, super Sache. So, der nächste Punkt, die Gears, 13.1er Gearset, ja, macht das Ding problemlos mit, klar, Motor passt, alles, habt ihr gesehen, läuft wunderbar. Ich habe jetzt aktuell eine Lonex M110 drin und komme auf knapp 1,8 Joule. Also auch hier sieht man wieder, dass die Lonex-Federn einfach brutal viel Energie liefern. Kleines Manko allerdings, ihr werdet es jetzt dann gleich hören, die Feder scheppert ein kleines bisschen. Bin ich kein großer Fan von. Ich werde mit demnächst noch vielleicht irgendwie mal eine Begadi mitbestellen, eine 120er oder sowas. Dann müsste ich auch wieder auf 1,8 oder vielleicht sogar auf 1,9 kommen und dann scheppert das Ding halt nicht mehr. Also vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten, nicht unbedingt für eine M110er Lonex rein, die klingelt ein bisschen. Gefällt mir nicht. Aber ansonsten spritzig, schnell, seht ihr gleich. So, dann die Hop-Up-Kammer. Die ist wieder genial von Begadi. Finde ich auch wieder schön, dass sie sich jetzt auch wieder ein Modell vornehmen, das jetzt nicht so Mainstream ist. Klar, so M4 Hop-Up-Kammern oder AR-15, die bekommt man hinterhergeschmissen. AUG,
sucht man eine gute AUG-Hop-Up-Kammer. Ja, es gibt oder es gab seit langem mal so eine Lonix, gab es irgendwann mal, aber das war halt auch nichts wirklich weltbewegendes. Also ihr konntet keinen sauberen Flat-Hop bauen oder sowas. War auch halt, ja, sehr veraltet, muss man sagen. Und hier liefert eben Begadi mit der Orion, heißt sie, glaube ich, mit der Orion Hop-Up-Kammer eben eine hochwertige CNC-Unit, wo ihr die gleichen Möglichkeiten habt wie in der AR15 oder wie in der AK. Ihr könnt einen Flat-Hop bauen, ihr könnt auch einen R-Hop bauen, ihr könnt große Tensioner nutzen und es funktioniert einfach perfekt. Gerade vom Einstellen muss ich sagen, da hat Begadi auch noch im Vergleich zu den anderen Units ein bisschen optimiert, wo jetzt zum Beispiel so eine Neptune, wo man sehr feinfühlig vorgehen muss beim Einstellen, da ist die AUG-Variante fast ein bisschen benutzerfreundlicher. Also ich konnte in der Halle beim Testen, ich konnte da mal eine Stufe weiter, noch eine Stufe weiter. Also man musste nicht ganz so präzise vorgehen wie bei der ein oder anderen CNC-Hop-Up-Kammer. Also das finde ich sehr, sehr geil. Und wer einfach so eine AUG wirklich sehr aktiv spielt und nicht bloß irgendwo rumhängen hat oder als Zweitwaffe oder so hat, da würde ich fast sagen, überlegt ihr vielleicht mal so eine Hop-Up-Kammer irgendwann mal nachzurüsten. Das reißt echt einiges raus im Vergleich zu der Original-Plastikkammer. So, und der letzte Punkt habe ich euch vorhin schon angesprochen, was die Hop-Up-Kammer leider nicht kann und was bei dem Modell leider auch nicht sonderlich gut ist. Das sind leider die Magazine bzw. die Magazinfeder, die hier drin verbaut ist, welche Standard von JG einfach zu schwach ist. Bedeutet, damals im Review habe ich euch schon angesprochen, hatte ich ja schon so ein paar kleinere Feeding-Probleme. Die konnte ich damals aber lösen mit einer 25 mm Nozzle. Also ein kleines bisschen kürzer wie die Originale. So, dann lief das Ding, vielleicht 1000 Schuss oder sowas. Jetzt hat das Teil aber halt mittlerweile irgendwie 5000 oder 6000 Schuss durch. Und jetzt haben die Magazine unheimlich angefangen zu zicken. Bedeutet, das eine Magazin ging noch einigermaßen bei 0,3ern, also ab und zu mal ein Leerschuss drin, nicht komplett durchgefeedet. Aber es ging noch, muss ich sagen. Das andere Magazin hat nur noch 0,2er einigermaßen gefeedet, 0,3er überhaupt nicht mehr gefeedet. So, und wie gesagt, das lag nicht an der Hop-Up-Kammer und es lag auch nicht irgendwie an diesem Stutzen oder an diesem Kanal, der da unten drin verbaut ist. Und es lag auch nicht an der Nozzle, es lag nicht an der Tappet Blade. Nein, es lag einfach nur an der blöden Feder in dem Magazin drin, welche einfach leider viel zu schwach ist. Das merkt ihr auch, wenn ihr dann das Ding mal voll macht mit 0,3ern oder 0,32 Gramm und ihr öffnet oben mal den BB-Stop und lasst die BBs raus. Die spritzen euch nicht raus, sondern die kommen so plopp, plopp, plopp. Also da ist sehr wenig Spannung drauf. Dementsprechend habt ihr in eurer AUG Feeding-Probleme. Bevor ihr irgendwas macht, ballert euch eine andere Feder rein. Schaut in Airsoft-Shops, egal ob es Begadi ist oder irgendwo anders, da bekommt ihr diese Magazinfedern her meistens mit einer Gesamtlänge von 900 bis 1000 mm, also ein Meter. Das sind echt brutal lange Federn. Und ja, die Feder ist deutlich länger wie die Originale von JG und ihr werdet auch dadurch ein kleines bisschen Kapazität verlieren. Aber dafür feeden die Dinger perfekt. Also wie gesagt, nicht rumbasteln, nicht den Kopf zerbrechen, macht einfach eine andere Feder ins Magazin rein. Und wenn ihr eben schon alte Magazine habt, die ihr nicht mehr braucht, so wie ich hatte eben noch alte Lonix-Magazine da, die schon 6 Jahre alt sind, die eh schon relativ runter waren. Einfach die Feder da reingestopft, zack, funktioniert auch. Also wie gesagt, das ist noch ein Problem. Wie gesagt, es soll laut Begadi neuere Magazine kommen oder die nächste Generation soll dann schon verbessert sein. Aber wie vorhin auch schon angesprochen, das bringt mir halt aktuell leider nichts, denn ich muss mit dem Zeug zurechtkommen, was ich halt schon habe. Gut Leute, und bevor wir jetzt dann zum Ende kommen, das Video abschließen, würde ich sagen, lasst uns noch ein paar Kugeln raushauen. Das volle Magazin ist eingelegt, 0,3 Gramm, damit ihr eben auch seht, dass das Ding wirklich sehr, sehr gut feedet. Also, schauen wir mal, 0,3. Und leer. So, jetzt ist mein Karton bald durch, jetzt brauche ich bald mal einen neuen. Also ihr seht, mit der neuen Magazinfeder funktioniert das Ganze wirklich hervorragend. Und ich habe mir eben jetzt in beide Magazine, die ich habe, eben eine neue Feder reingeknallt. Also das ist noch ein Punkt. Wie gesagt, es sollen neue kommen. Wenn ihr schon welche habt, tauscht die Feder aus. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Habt ihr jetzt noch weitere Fragen? Habt ihr euch damals auch eine AUG gekauft? Habt ihr irgendwelche anderen Probleme? Habt ihr an der Gearbox irgendwas anders gemacht? Habt ihr die Feeding-Probleme anders in den Griff bekommen? Whatever, ihr wisst ja Bescheid. Alles ins Kommentarfeld unten reinhauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin,
Haut rein.